Sollt ihr nun eine Kontaktsperre haben mit eurer Dualseele oder nicht? Die, die mich kennen, wissen schon, ich hasse gewisse Wörter und Kontaktsperre ist eines davon. Ich weiß nicht warum, aber es klingt schon so starr und so sperrig, dass ich es einfach überhaupt nicht mag. Was soll eine Kontaktsperre bitte schön sein? Sollt ihr den Kontakt sperren? Wie wollt ihr den Kontakt sperren mit jemandem, mit dem ihr sowieso verbunden seid? Und wozu irgendwas sperren, was nicht gesperrt werden soll? Ihr merkt schon, ich rolle das R, weil ich aus der Schweiz bin und ich hasse dieses Wort. Genau, heute reden wir aber trotzdem davon, weil es durch euch, liebe Menschen, an mich herangetragen wird, wie so oft mit Leuten, wo ich ein Erstgespräch führe, Zweitgespräch führe, coache, was weiß ich, kommt das Wort Kontaktsperre. Irgendwo habt ihr das aufgeschnappt, nicht auf meinem Kanal, Dankeschön für die Loyalität. Irgendwo habt ihr das aufgeschnappt und bringt es in mein Universum. Und ich muss jetzt die Suppe auslöffeln und dazu ein Video machen. Also, lasst uns das anschauen. Was ist eine Kontaktsperre? Eine Kontaktsperre ist, ich sage jemandem oder sage es jemandem nicht, dass ich jetzt nicht mit ihm sprechen will. Das heißt, ich blockiere ihn, ihn oder sie. Ich sage ganz höflich, bitte sprich nicht mit mir, bitte unterbinde, respektive sperre bitte den Kontakt mit mir und ich bin dann mal weg. Ne? So in die Richtung soll das gehen. Ich glaube auch, dass das Wort kommt aus der Coaching-Szene der Ex-Zurück-Coaches, wo ich von vielen Jahren auch mal Teil davon war, in der Community im Sinne von, ich habe den Menschen auch zugehört, die von Ex-Zurück-Strategien gesprochen haben. Spannende Zeit. Auf jeden Fall ist da dieses Kontaktsperre. Er soll merken, dass du nicht einfach so zugänglich bist, dass du deine wertvollen Worte nicht einfach an ihn verlierst, sondern die ganz behutsam anderweitig einsetzt. Er soll nicht einfach Access, ne, Zugang zu dir haben, zu dir, zu deiner Weisheit, zu deiner tollen Person, du bist. Also mach einfach mal eine Diät, eine Dualseelen-Diät im Sinne von entzieh dich ihm, also zwing ihm die Diät auch auf und mach sie auch selber, indem du keinen Kontakt hast, nämlich diesen Kontakt sperrst. Jetzt, was ist daran? Sollt ihr das so haben? Sollt ihr das nicht so haben? Sollt ihr das so machen oder nicht? Gute Frage. Fragt doch, fragt euch einfach mal, wenn ihr noch wisst, wo ihr das Wort aufgeschnappt habt, was es bewirken soll. Wollt ihr damit was bewirken? Wollt ihr keinen Kontakt haben mit dieser Person oder wollt ihr eigentlich Kontakt haben? Ihr nutzt die Kontaktsperre aber, damit der merkt, dass er nicht Kontakt haben kann. Damit er dann merkt, dass er euch eigentlich liebt. Klingt irgendwie nach Manipulation für mich. Keine Ahnung. Klingt ziemlich künstlich für mich, klingt ziemlich durchtrieben für mich, klingt irgendwie auch so counterintuitive. Also im Sinne von nicht das, was man ursprünglich und von innen heraus machen wollen würde. Sondern man will mit dieser Person zusammen sein, man liebt diese Person, man genießt die Gesellschaft dieser Person und sagt dann, du sollst jetzt keinen Kontakt mit mir haben, damit du merkst, wie sehr du Kontakt mit mir haben willst. Ihr merkt schon, was ich davon halte und genau das ist es auch. Ich bin nicht für manipulative Mittel. Ich bin nicht für irgendwas einsetzen, damit man etwas erreicht, was Manipulation ist. Definition von Manipulation. Ich bin dafür, dass ihr es einfach fließen lasst. Dass ihr euch nicht an Regeln hält im Sinne von, ich muss jetzt. Man hat mir gesagt, ich muss 2 Monate Kontaktsperre und dann wenn er dann gemerkt hat, dass er mich vermisst, dann ist der richtige Moment, dass ich mal eine SMS schreibe oder ein WhatsApp oder mal einen Post like oder wieder mal eine seiner Stories teile. Dann ist der Moment gekommen, um das zu tun. Ja, wir spielen hier kein Schach, Leute. Ne? Dualseelenreise ist kein Schachspiel, ist auch kein, wie kriege ich den Ex zurück, ist auch kein mach dies und dann kommt er zurück und es ist auch kein Kontaktsperren-Labyrinth, wo jeweils der eine die Kontaktsperre aufrechterhält oder put in place aufstellt und der andere reißt sie ein und dann stellt der andere die Kontaktsperre ein und dann gucken wir, ob wir spielen kein Billard, kein Schach, kein Strategiespiel. Es ist kein Strategiespiel. Es geht auf der Dualseelenreise um Erwachen, zu sich finden, Selbstliebe,
sich mögen, sich erkennen, Berufung finden, in die eigene Kraft finden, die Kraft des Manifestierens kennenlernen, der ich schaffe meine eigene Realität, des wie kann ich mein ganzes Ich-Sein, Leben in die Welt hinaustragen. Darum geht's. Es ist kein Mühlespiel oder kein Eile mit Weile, nix davon. Deshalb, wozu braucht ihr Kontaktsperre? Im höchsten, wie sagt man, im Ausnahmefall vielleicht, wenn ihr wirklich einfach Zeit braucht für euch, wenn ihr merkt, es tut mir nicht gut, jetzt mit dieser Person Kontakt zu haben, ich brauche Zeit für mich. Jedes Mal, wenn ich Kontakt habe, bin ich entweder danach am Weinen oder am Schmerzen haben oder am mich fragen, warum wir nicht zusammen sind, was weiß ich, dann habt ihr sowieso ein Problem, weil dann ist der Fokus sowieso viel zu sehr im Brauchen und Wollen und den anderen nicht haben. Dann sollt ihr euch Mittel finden, wo ihr euch auf euch konzentrieren könnt. Aber um diese Themen, die ich vorhin genannt habe, geht's. Und wie gesagt, wenn das jetzt sich gut anfühlt, dass ihr einfach Zeit mit euch braucht, auch euch vielleicht von der Familie ein bisschen zurücknehmt, von euren Kindern, von euren Eltern, von was weiß ich, was da noch ist, bei der Arbeit vielleicht ein bisschen reduziert, keine Ahnung, weil ihr merkt, ich habe nur beschränkte Energie, ich muss das alles ganz auf mich fokussieren, ich bin so in der Heilung, es ist so tief, es ist so intensiv, dann ja. Das ist aber, wie ihr merkt, das hat keinen Zweck daran gebunden. Von wegen, ich unterbinde jetzt den Kontakt, damit er merkt oder damit sie mich vermisst oder was. Dieses damit ist das Problem. Ne? Dieses damit ist das Manipulative. Wenn es einfach nur für euch ist, weil ihr das so empfindet und so braucht, dann tut es. Und wenn nicht, dann lasst es einfach fließen. Lasst fließen, was euch gut tut. Lasst die Kommunikation fließen. Nehmt, was ihr kriegt. Blöd gesagt, wenn ihr eine Freundschaft kriegt, nehmt die Freundschaft, wenn es euch gut geht dabei. Wenn ihr ab und zu Kommunikation haben könnt, dann nehmt das, weil der Fokus soll ja sowieso bei euch und eurem tollen Leben liegen, das ihr aufbaut oder das ihr neu erfindet, was auch immer. Kontaktsperre ist was zu Sperriges, als dass es in diesen feinfühligen Erwachungsprozess passen würde, der das Ganze hier ist. Also nichts sperren, lieber im Moment sein, mit euch verbunden sein, mit dem Göttlichen, mit dem Universum verbunden sein, wissen oder fühlen, was ist der nächste Schritt, wo zieht es mich hin, was darf ich als nächstes anschauen, was darf ich als nächstes lernen, was darf ich als nächstes entwickeln, wo ist vielleicht meine nächste Arbeit, wo ist meine nächste Herausforderung, was ist meine nächste Einsicht, was darf ich spiegeln, was darf ich erkennen, wie ist mein Bewusstsein, welche Meditation mache ich als nächstes, welchen Online-Kurs starte ich als nächstes, wo fühle ich mich hingezogen, dass ich mich begleiten lassen soll, was auch immer. Es geht um euch und eure Entwicklung. Kontaktsperre darf sein im Sinne von, dass ihr euch mehr Zeit für euch nehmen könnt und dürft dadurch, aber nicht um irgendwen zu irgendwas, zu irgendeiner Einsicht oder eine Admitting, wie sagt man, dass er etwas zugibt, zu bringen. Das ist nicht wie ich und wie ich arbeite, was ich verbreite, wofür ich einstehe. Deshalb bin ich ganz offiziell zum Ende dieses Videos gegen Kontaktsperren. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Schön, wenn ihr mir einen Kommentar lasst, was ihr davon haltet. Seid ihr für Kontaktsperren? Habt ihr die schon angewendet? Was ist dabei herausgekommen? Oder teilt ihr meine Meinung, dass ihr sagt, was soll das Ganze? Das kommt irgendwie von Leuten, die nicht so viel mit Dualseelenreisen zu tun haben, sondern die ja halt sich gewohnt sind, dass man mit A, B, C machen, C, D, D erreichen kann und das auch so verbreiten. Ich freue mich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, wenn ihr euch dazu berufen fühlt, mit mir zu arbeiten, vielleicht euch von mir begleiten zu lassen. Es macht mir große Freude. Ich gehe gerne in die Tiefe. Ich schaue Dinge in der Tiefe an, wenn euch etwas blockiert von eurer Selbstliebe, dann bin ich die richtige Frau dafür. Ich freue mich und sage bis bald. Tschüss.